2026 wird das Jahr, in dem Generative Engine Optimization über Leads und Sichtbarkeit entscheidet. Wer jetzt nicht den richtigen Fahrplan hat, riskiert, dass Wettbewerber in ChatGPT, Copilot, Gemini die Kundenreise besser begleiten. In dieser Folge zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Geo in deiner 2026 Planung verankerst. Viel Spaß! Nummer 1, leite deine Geo-Ziele aus den Unternehmenszielen ab. Wer mit großen Organisationen arbeitet, weiß, wie enorm wichtig es ist, Marketingziele aus den Unternehmenszielen abzuleiten. Warum? Damit du von der Geschäftsleitung gehört wirst und auch die nötigen Budgets bekommst. Dementsprechend würde ich die Objectives und Key Results, OKRs, für Geo sehr nah an den Prioritäten von CEOs und CFOs orientieren. Beispiele: Umsatz über Traffic von Chatbots, ganz klassisch. Das wird am Anfang natürlich noch wenig sein, aber dieser Kanal entwickelt sich, wie wir alle wissen, ganz rasant. Eine aus meiner Sicht fantastische KPI ist der Share of Voice entlang der Buyer Journey. Einfach gesagt, wie stark ist meine Marke in Antworten entlang der Kaufreise unserer Zielgruppe vertreten. Ein Beispiel aus meinem Alltag: Eine kürzliche Anfrage von einem großen B2B-Industrieunternehmen, das festgestellt hat, dass seine Zielgruppe, primär Einkäufer, hauptsächlich über Microsoft Copilot recherchiert und dort den Großteil der Customer Journey verbringt. Passend dazu gibt es sogar schon sehr spannende Daten von Forrester. 89% der B2B-Käufer bezeichnen generative KI als eine ihrer primären Quellen, um Informationen entlang der gesamten Buyer Journey zu sammeln. Und diese Daten sind von Ende 2024. Mappe Prompts entlang der Buyer Journey. Gerade in Zeiten massiver Disruption durch KI ist es wichtiger denn je, dass Marketing und Sales eng zusammenarbeiten. Um die Buyer Journey zu verstehen und später sauber in AI Visibility Trackern abzubilden, solltest du zunächst Fragen, Unsicherheiten, Einwände aus Sales-Gesprächen sammeln, zum Beispiel aufgezeichnet mit einem Tool wie Fireflies, ergänzt durch Kundenumfragen und Social Listening in relevanten Plattformen oder Foren deiner Branche. Falls du schon eine Customer Journey Map hast, kannst du diese Fragen und Einwände dort integrieren. Falls nicht, solltest du dringend eine erstellen. Wenn dir das alles zu aufwendig ist, kannst du die Prompts auch auf den klassischen Marketing Funnel mappen. Bestimme den Status Quo deiner KI-Sichtbarkeit. Mit den Prompts entlang der Buyer Journey, die wir jetzt haben, kannst du nun den aktuellen Stand deiner Markenpräsenz in KI-Antworten auf unterschiedlichen KI-Plattformen ermitteln. Nutze Tools wie Peak AI oder Profound, um zu sehen, welchen Share of Voice haben wir entlang der Buyer Journey, wie hoch ist unsere allgemeine KI-Sichtbarkeit, wie sichtbar sind wir zu verschiedenen Themen, wie sichtbar sind wir in unterschiedlichen Phasen der Buyer Journey. In deinen Web Analytics solltest du zusätzlich prüfen, welche Plattformen, zum Beispiel ChatGPT, Perplexity, Google, Copilot etc. für dein Unternehmen relevant sind. Und relevant heißt in diesem Kontext erst einmal, sie liefern Conversions. Wichtig ist zu verstehen, welche Plattform von diesen neuen Plattformen deine Zielgruppe bevorzugt. Denn ChatGPT, Perplexity und Copilot haben durchaus sehr unterschiedliche Faktoren bzw. Quellen, auf denen viele ihre Antworten beruhen. Untersuche außerdem, wie die Plattformen deine Marke darstellen. Ganz, ganz wichtig. Ein einfacher Prompt wie „Was ist Unternehmensname?" reicht oft schon aus. Das Verständnis deiner Positionierung durch das jeweilige Sprachmodell ist entscheidend, um in den richtigen Konversationen mit deinem idealen Kunden zu erscheinen und empfohlen zu werden. Es gibt eine tolle Folge dazu, wo wir tiefer in diese essentielle Thematik eintauchen und nochmal darüber sprechen, wie wichtig in diesem Zeitalter Positionierung und Differenzierung sind. Mit diesen Daten erkennst du, was entlang deiner Buyer Journey zitiert wird, warum es zitiert wird, welche Wettbewerber und Influencer vorkommen und wo für deine Marke aktuell noch Lücken bestehen. Überwache deine Buyer Journey aktiv. Ab jetzt solltest du die für dich relevanten Plattformen
kontinuierlich überwachen, wie früher in SEO-Tools. Richte dafür entweder ein eigenes Dashboard in sowas wie Looker Studio oder Power BI ein oder nutze die von mir zuvor genannten Tools. Das Ziel ist, monatlich im Blick zu haben, gesamter Share of Voice entlang der Buyer Journey, Share of Voice in unterschiedlichen Phasen der Buyer Journey und Share of Voice nach den Kernthemen deiner Marke. Entwickle einen KI-Workflow für Content-Updates und Struktur. Aktuell sehe ich überall, dass pauschal empfohlen wird, alle Inhalte hinsichtlich Struktur und Aktualität zu überarbeiten. Wer jemals in einem Unternehmen und gar Enterprise-Unternehmen gearbeitet hat, weiß, das ist im Alltag absolut unmöglich umsetzbar im Marketing. Um in der neuen KI-Welt skalierbar und konsistent zu arbeiten, brauchst du KI-gestützte Workflows. Diese sollten große Teile des redaktionellen Prozesses abdecken, aber natürlich immer mit Human in the Loop, sodass an Schlüsselpunkten menschliche Expertise einfließt. Grundlagen dafür, daran sollte jede Marketingabteilung arbeiten, eine Wissensdatenbank deines Unternehmens, aus der die KI Expertise, unternehmensspezifische Expertise ziehen kann, gegebenenfalls ergänzt durch aufgezeichnete Experteninterviews, für KI aufbereitete Markenrichtlinien und eine definierte Brand Voice, damit Inhalte inhaltlich und stilistisch immer zur Marke passen. Führe einen 6-monatigen Aktualisierungsprozess ein. Unsere Erfahrung der letzten 12 Monate mit Mittelständlern bis hin zu Fortune 500 Unternehmen zeigt, Freshness ist aktuell der größte Hebel für Geo. Und mit Geo meine ich in diesem Kontext nicht nur ChatGPT, Perplexity, Copilot, sondern auch Google AI Overviews. Ich glaube, dass es auch so bleiben wird. LLMs haben statische Trainingsdaten und bevorzugen deswegen aktuelle Inhalte, um diese Schwäche gewissermaßen auszugleichen. Optimal ist aus unserer Erfahrung ein Aktualisierungszyklus von 3 bis 6 Monaten, abhängig von der Konkurrenz natürlich. Das heißt, wenn die Konkurrenz einfach super träge ist, dann hast du sicher mehr Zeit, aber was wir in den meisten Branchen, in denen wir sind, die sehr umkämpft sind, sehen, ist 3 bis 6 Monate ist ideal, um wirklich in Generative Engines zu dominieren. Ohne KI-gestützte Workflows ist das natürlich nicht umsetzbar. Prioritäten bei der ersten Aktualisierung, also wenn du das jetzt den ersten Aktualisierungszyklus umsetzt, Lesbarkeit, Struktur, Einbindung von Statistiken und Quellen und Brand Alignment. Eine sehr, sehr detaillierte Anleitung dazu findest du hier auf unserer Website. Spätere Iterationen fokussieren sich eher dann auf neue Informationen, neue Erfahrungen, neue Perspektiven und das kann wirklich was Triviales sein, zum Beispiel die Ergänzung eines Beitrags mit Inhouse-Experten-Zitaten. Steigere Brand und Topical Authority mit Digital PR. Aus Studien und der Funktionsweise von LLMs wissen wir, Sichtbarkeit außerhalb der eigenen Webseite ist ganz entscheidend. Der Aufbau der nötigen Topical und Brand Authority gelingt beispielsweise durch große datenbasierte Digital PR-Kampagnen mit eigener Datenerhebung und natürlich Seeding und Promotion, aber auch kontinuierliche Publikationen in Fachmedien, Interviews, Cases mit konsistenter Positionierung. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir zum Beispiel ganz gezielt eine bestimmte Branche targeten wollen, dann wollen wir mit unseren Themen immer wieder in Branchenmedien landen. Je nach Unternehmensgröße würde ich an diesem Punkt, wo wir jetzt gerade in der Etablierung von KI-Suchmaschinen und Chatbots sind, mit mindestens 50 Publikationen pro Jahr starten. Das klingt nach viel, aber sonst wirst du die KI-Wahrnehmung einfach zu wenig formen können, zu deinen Gunsten formen können. Natürlich kommt es darauf an, was deine Konkurrenz im Vergleich macht, aber wenn du in umkämpften Märkten unterwegs bist und wirklich Impact generieren willst, also wirklich Fuß fassen willst und vielleicht auch noch aktuell zurück bist, dann wirst du einfach Gas geben müssen. Erfolgsmessung und Iteration. Behalte in einem Dashboard deine Performance in Generative Engines im Blick.
Wichtige KPIs, Leads und Sales über Chatbots oder Umsatz über Chatbots, Share of Voice, gesamt nach Phasen und nach Themen, ein allgemeiner KI-Sichtbarkeitswert, KI-Bot-Abrufe deiner Webseite und Markenerwähnungen und Sentiment im World Wide Web. Analysiere basierend auf diesen KPIs Lücken. Wo tauchst du nicht auf? Bei welchen Themen oder Phasen ist deine Marke schlecht vertreten? Welche Formate brauchst du, um dort präsent zu sein? Ob auf der eigenen Webseite durch Landingpages, Ratgeber, Vergleichsseiten, was auch immer, oder auf Drittseiten mit Fachartikeln, Cases, Interviews, Vergleiche, was auch immer. Als Beispiel, großes SaaS-Unternehmen, was schon seit vielen Jahren ein Klient von uns ist, musste für Geo-Erfolge vor allem in relevanten Vergleichsportalen sichtbar sein, Vorgehensweise mal dafür sorgen, dass man in den wichtigen Vergleichsportalen vertreten ist mit einer sauberen Positionierung, dann Bewertungen sammeln und dann idealerweise auch noch in bezahlte Promotion investieren, damit man weit oben aufscheint, damit man dann in den Engines auch weit oben aufscheint. Und Iteration ist hier einfach ultra wichtig, weil sich die KI-Landschaft ständig verändert. Neue Modelle kommen, bestehende entwickeln sich weiter. Mit sauberer Erfolgsmessung und Anpassung bleibst du immer am Puls der Zeit. Wenn du 2026 die Reise deiner Kunden in ChatGPT, dem AI-Mode und Copilot gestalten willst, beginnt das jetzt. Verankere Generative Engine Optimization in deiner Marketingstrategie, bevor andere die Gesprächshoheit in diesen KI-Systemen übernehmen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.